In der afrikanischen Savanne gibt es Momente, in denen alles stillzustehen scheint. Der Wind bewegt das Gras nur minimal. Die Hitze liegt schwer in der Luft. Und für einen flüchtigen Augenblick entsteht die Illusion von Sicherheit. Doch die Wildnis kennt keine Gnade. Sie kennt nur Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht kann sich jederzeit verschieben. Mitten in dieser offenen Landschaft bewegt sich ein junges Elefantenkalb. Sein Körper ist klein im Vergleich zu der Weite um ihn herum. Seine Schritte sind vorsichtig. Nicht aus Erfahrung, sondern aus Instinkt. Er ist allein. Ein Elefantenkalb sollte niemals allein sein. Von dem Moment seiner Geburt an ist es Teil einer Herde. Umschlossen von Körpern, geschützt von Größe, umgeben von Präsenz. Alleinsein ist kein Zustand, den die Natur für ihn vorgesehen hat. Doch heute ist alles anders. Der Boden unter seinen Füßen ist trocken. Staub haftet an seinen Beinen, legt sich in die Falten seiner Haut. Sein Rüssel hängt tief, berührt manchmal den Boden, als würde er nach Halt suchen. Seine Ohren bewegen sich ständig, nach links, nach rechts, als würden sie Antworten erwarten, die nicht kommen. Er hört nichts, keine vertrauten Laute, kein tiefes Grollen einer erwachsenen Elefantenkuh, kein Rascheln der Herde, nur Wind und Stille. In der Savanne ist Stille niemals neutral. Sie ist ein Zustand gespannter Erwartung. Der junge Elefant bleibt stehen, sein Körper richtet sich minimal auf. Ein innerer Alarm wird ausgelöst. Nicht bewusst, sondern tief verankert. Ein Gefühl, das nicht erklärt werden muss. Gefahr kündigt sich selten laut an. Zunächst ist da nur eine Veränderung in der Atmosphäre. Ein kaum wahrnehmbarer Unterschied im Rhythmus der Umgebung. Der Wind wechselt die Richtung. Das Gras bewegt sich anders als zuvor. Das Kalb hebt den Kopf. Seine Augen sind groß, dunkel, suchend. In seinem Inneren arbeitet etwas, das älter ist als Erinnerung. Ein Wissen, das weitergegeben wurde, Generation für Generation. Nicht alles, was du nicht siehst, ist ungefährlich. Er macht einen Schritt nach vorne, dann bleibt er wieder stehen. Die Sonne steigt höher, ihr Licht wird härter. Schatten verlieren ihre Weichheit. Die Savanne verändert ihr Gesicht. Mit der Hitze kommt Bewegung. Tief im hohen Gras, weit entfernt, verschiebt sich etwas. Nicht abrupt, nicht hastig. Eher so, als würde sich die Landschaft selbst neu ordnen. Zwei Körper bewegen sich flach über den Boden. Geduckt, kontrolliert. Hyänen. Sie sind nicht die stärksten Jäger der Savanne, nicht die schnellsten, aber sie sind geduldig und sie sind klug. Hyänen beobachten lange, bevor sie handeln. Sie analysieren, sie warten auf Fehler, auf Schwäche, auf Isolation. Und genau das sehen sie jetzt. Ein junges Elefantenkalb, ohne Schutz, ohne Herde. Für Raubtiere ist das kein Zufall. Es ist eine Einladung. Die Hyänen kommen näher, langsam, fast beiläufig. Das Kalb nimmt die Bewegung wahr, doch es kann sie nicht einordnen. Es dreht den Kopf. Seine Ohren breiten sich aus. Er versucht, das Bild zu verstehen. Die Savanne, die eben noch offen war, beginnt sich zu verändern. Sie fühlt sich enger an, geschlossener. Ein leises Knurren liegt in der Luft. Nicht aggressiv, nicht offen, noch nicht. Das Kalb macht einen Schritt zurück, dann noch einen. Seine Atmung wird schneller. Sein Herz schlägt spürbar. Er weiß nicht, was Hyänen sind, aber er weiß, dass sie nichts Gutes bedeuten. Die Raubtiere trennen sich. Eine bewegt sich nach links, die andere nach rechts. Kein direkter Angriff, kein Sprint. Ein Kreis beginnt sich zu formen. In der Wildnis ist Einkreisen eine Sprache. Und sie ist eindeutig. Das Kalb versucht, sich zu drehen, beide Seiten im Blick zu behalten. Doch sein Körper ist nicht dafür gemacht. Nicht für diese Art von Bedrohung. Staub steigt auf, als eine der Hyänen plötzlich einen schnellen Schritt nach vorne macht. Dann stoppt sie. Ein Test. Das Kalb zuckt zusammen. Seine Beine zittern. Er hebt den Rüssel, schlägt mit den Ohren. Ein Versuch, größer zu wirken. Ein Versuch, sich selbst Mut zu machen. Doch Mut ersetzt keine Erfahrung. Die Hyänen kommen näher, Zentimeter für Zentimeter. Die Savanne hält den Atem an. Das Kalb dreht sich erneut, verliert kurz das Gleichgewicht. Sein Huf rutscht im Staub weg. Und in diesem Moment kippt alles. Seine Knie geben nach. Nicht vollständig, aber genug. Er stolpert, fällt, kommt hart auf dem Boden auf. Staub umhüllt seinen Körper. Für einen Augenblick sieht er nichts. Für Raubtiere ist das der Moment der Wahrheit. Die Hyänen stehen nun sehr nah. Ihre Körper sind angespannt. Ihre Aufmerksamkeit ist vollkommen fokussiert. Das Kalb liegt am Boden.
Sein Brustkorb hebt und senkt sich hektisch. Sein Körper gehorcht ihm nicht mehr. Angst hat übernommen. Ein Laut entweicht seiner Kehle. Roh, unkontrolliert. Ein Hilferuf. In der Wildnis ist ein solcher Ruf mehr als nur ein Geräusch. Er ist ein Risiko, denn er verrät Position, Schwäche, Verzweiflung. Doch für das Kalb gibt es keine Alternative. Die Hyänen reagieren sofort. Eine macht einen schnellen Satz nach vorne, stoppt wieder. Noch ein Test. Die Spannung ist greifbar. Der Staub legt sich langsam. Die Zeit scheint sich zu dehnen. Dann geschieht etwas Unerwartetes. Eine der Hyänen hält inne. Ihr Kopf hebt sich leicht. Ihre Ohren drehen sich. Ein tiefes, fernes Grollen durchzieht den Boden. Nicht laut, aber kraftvoll. Das Kalb spürt es nicht bewusst. Doch sein Körper reagiert. Die Erde vibriert minimal. Die Hyänen erstarren. Aus der Ferne nähert sich etwas Großes. Etwas Schweres. Noch ist es nur eine Silhouette. Verwischt durch Hitze und Staub. Doch die Bedeutung ist eindeutig. Eine erwachsene Elefantenkuh. Mit jedem Schritt wird ihre Präsenz stärker. Der Boden unter ihr antwortet. Sie kommt nicht hektisch, nicht panisch. Sie kommt mit ruhiger Entschlossenheit. Die Hyänen weichen minimal zurück. Ihre Körperhaltung verändert sich. Die Dynamik kippt. Noch ist nichts entschieden. Noch ist das Kalb am Boden. Doch das Gleichgewicht der Kräfte hat sich verschoben. Die erwachsene Elefantenkuh kommt näher. Langsam, schwer. Jeder ihrer Schritte ist spürbar. Sie bewegt sich nicht hastig. Sie rennt nicht. Sie zeigt keine Angst. Ihre Größe allein verändert den Raum. Die Hyänen bleiben stehen. Ihre Körperhaltung ist nicht mehr selbstsicher, nicht mehr zielgerichtet. Ein Moment des Zweifelns entsteht. Doch der junge Elefant liegt noch immer am Boden. Sein Körper ist erschöpft. Seine Muskeln zittern. Der Staub klebt an seiner Haut, vermischt sich mit Schweiß und Erde. Er versucht, sich zu bewegen. Ein Bein zuckt. Dann noch eines. Doch es reicht nicht. Die Hyänen sehen das. Und sie wissen, dass Zeit entscheidend ist. Eine von ihnen macht einen weiteren Schritt nach vorne. Langsam, bedacht, nicht fluchtartig, nicht überstürzt. Die andere hält den Abstand, beobachtet, bereit. In der Wildnis sind es oft Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden. Die Elefantenkuh bleibt stehen. Sie senkt leicht den Kopf. Ihre Ohren breiten sich aus. Ein deutliches Zeichen. Sie positioniert sich bewusst zwischen dem Kalb und den Raubtieren. Nicht aggressiv, aber unmissverständlich. Dies ist kein Zufall. Dies ist Erfahrung. Elefantenkühe übernehmen diese Rolle nicht aus Instinkt allein. Sie haben gelernt. Sie erinnern sich. Sie wissen, wie schnell sich eine Situation wenden kann. Die Hyänen zögern erneut. Ein tiefer Laut entweicht der Kehle der Elefantenkuh. Kein Schrei, kein Angriffsruf. Ein tiefes, vibrierendes Signal. Die Luft scheint davon erfüllt zu werden. Die Hyänen weichen einen weiteren Schritt zurück. Doch sie geben noch nicht vollständig auf. Raubtiere verlassen eine Gelegenheit nicht leichtfertig. Nicht, wenn sie so nahe daran waren. Das Kalb liegt still. Sein Atem ist unregelmäßig. Sein Körper angespannt. Er spürt die Nähe der großen Elefantenkuh. Ohne sie zu sehen, nimmt er ihre Präsenz wahr. Etwas in ihm beruhigt sich. Langsam, zögerlich. Er bewegt seinen Rüssel, berührt den Boden, sucht Halt. Die Elefantenkuh bleibt dicht bei ihm. So nah, dass ihr Schatten über seinen Körper fällt. Ein Schutzraum entsteht. In der Ferne werden weitere Bewegungen sichtbar. Noch undeutlich, noch verschwommen. Doch es sind keine Hyänen. Es sind weitere Elefanten. Die Herde, große Körper nähern sich. Ruhig, koordiniert. Mit jeder Sekunde wächst ihre Zahl. Mit jeder Sekunde verändert sich das Kräfteverhältnis. Die Hyänen erkennen es. Die Chance ist vorbei. Eine von ihnen dreht den Kopf, blickt in die Richtung, aus der sie gekommen ist. Ein Zeichen, ein stiller Entschluss. Langsam weichen sie zurück. Nicht rennend, nicht panisch, aber eindeutig. Die Elefantenkuh macht einen Schritt nach vorne. Nicht jagend, nicht aggressiv, nur präsent. Das genügt. Die Hyänen drehen sich um und verschwinden im hohen Gras. Ihre Silhouetten lösen sich auf. Der Staub schluckt ihre Bewegung. Die Gefahr ist vorüber. Für einen Moment bleibt alles still. Die Elefanten stehen. Die Savanne atmet aus. Das Kalb hebt den Kopf. Langsam, vorsichtig. Seine Augen sind weit geöffnet. Nicht mehr vor Panik, sondern vor Erschöpfung. Die Elefantenkuh senkt ihren Rüssel und berührt ihn sanft. Eine einfache Bewegung, doch voller Bedeutung. Du bist nicht allein.
Das Kalb versucht erneut aufzustehen, dieses Mal mit mehr Erfolg. Seine Beine zittern noch immer, aber sie tragen ihn. Er richtet sich auf, langsam, unsicher. Doch er steht. Die Herde schließt sich um ihn. Nicht eng, nicht erdrückend, sondern schützend. Ein Kreis aus Körpern, aus Erfahrung, aus Stärke. Die Sonne beginnt, tiefer zu sinken. Das harte Licht des Tages verliert seine Schärfe. Goldene Töne breiten sich über die Savanne aus. Der Ort der Bedrohung verändert sich. Was eben noch lebensgefährlich war, wirkt nun ruhig, fast friedlich. Doch die Erinnerung bleibt. Der junge Elefant bewegt sich nun zwischen den Erwachsenen. Seine Schritte sind langsamer, bedachter. Er bleibt dicht bei der Elefantenkuh, die ihn gerettet hat. Manchmal streift sein Rüssel ihre Seite. Ein Zeichen von Nähe, von Vertrauen. Elefanten vergessen nicht. Sie erinnern sich an Orte, an Gerüche, an Gefahren. Dieser Tag wird Teil seiner Erinnerung werden. Die Herde setzt sich in Bewegung. Nicht fluchtartig, nicht hastig. Ein ruhiger, gleichmäßiger Rhythmus entsteht. Staub steigt auf und legt sich wieder. Die Savanne kehrt zu ihrem natürlichen Klang zurück. Vögel rufen. Insekten beginnen ihr nächtliches Konzert. Der junge Elefant schaut noch einmal zurück. Nicht bewusst, nicht aus Planung. Ein letzter Blick auf den Ort, an dem sich alles verändert hat. Dann folgt er der Herde. Mit jedem Schritt wächst der Abstand zur Gefahr. Und mit ihm die Sicherheit. Die Sonne berührt nun fast den Horizont. Der Himmel färbt sich orange, dann rot, dann langsam violett. Die Silhouetten der Elefanten zeichnen sich klar gegen das Licht ab. Ein Bild von Gemeinschaft, von Überleben, von Zusammenhalt. In der Wildnis ist nichts garantiert. Kein Tag, keine Nacht, kein Morgen. Doch manchmal reicht ein einziger Moment, ein einziges Eingreifen, um alles zu verändern. Der junge Elefant lebt, nicht weil er stark war, nicht weil er schnell war, sondern weil er nicht allein geblieben ist. Die Herde verschwindet langsam im Abendlicht. Der Staub sinkt, die Savanne wird still und irgendwo, fernab des Sichtbaren, wartet bereits die nächste Herausforderung. Denn das Leben in der Wildnis endet nie. Es bewegt sich weiter, unaufhaltsam, im Rhythmus der Natur.